Mit dem YouTube-Zeichen starten wir in einem weiteren Steelrising Stream. Gerade im neuen Gebiet angekommen. Mit der Kutsche. Ich überlege gerade, wir haben ja noch nichts gemacht, ne? Da vorne war aber schon die erste Statue, wenn ich sie richtig gesehen habe. Ja, dann gucken wir mal einfach, was hier in diesem Gebiet so geht, weil wir haben hier, glaube ich, einiges. Wir haben hier auf jeden Fall eine Menge. 3 Nebenquests und die Hauptquest. Ja, müssen wir mal schauen. Das Springen ist komisch. Okay. Also für mich sieht es normal aus. Ist mir jetzt nicht aufgefallen im Spiel. Und ich beziehe mich jetzt immer auf das Spiel. Dass das für mich halt tatsächlich irgendwie out of sync aussieht. Wie viel brauche ich eigentlich mittlerweile für ein Level Up? 9,7. Okay, ja, wir haben hier 1000 Wege. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo ich hin soll. Also ich könnte jetzt nach hier gehen, aber ich weiß noch nicht mal, ob ich da hin will. Also, oder nach da hinten. I don't know. Audiosynchronisationsvideo über die PlayStation ab. Da sollte man das am besten sehen. Wie mache ich das? Du willst Dinge. Ich weiß doch nicht, wie das geht. Die PlayStation kann YouTube-Videos abspielen? Ist ja ein Ding. Also eigentlich müsste ich da nur irgendwie rein. Okay. Habe ich die richtige Waffe? Oh. Oh, die machen Schaden. Erster Gegner, erste Fiole, ey. Ja, geil. Toter Baum. Sowas, ja. Okay. Ja, wo spiele ich das ab? Ich glaube, die glauben echt, dass ich die jetzt verarsche. Ich habe keine Ahnung. Wo spiele ich sowas ab? Über die YouTube-App auf der PlayStation. Es gibt eine YouTube-App auf der PlayStation? Ach, krass. Wusste ich nicht, dass sowas geht. Bei Medien? Komme ich hier irgendwie rein? Musst du von Games umschalten? Okay, wusste ich nicht, dass das geht. Ich komme hier nirgendwo rein. Okay, das ist einfach nicht existent. Oh. Okay. Verstehe ich nicht, aber ist okay. Gab es für den PC schon einen Day-One-Patch? Für das Spiel hier? Keine Ahnung, ich spiele auf der PlayStation. Das kann ich dir leider nicht beantworten, Flomix. Das weiß ich nicht. So, jetzt ist die Frage, wie komme ich denn da hin? Also irgendwie viele Wege und keiner führt mich dahin, wo ich hin will. Oh. Okay, das ist schon mal auf jeden Fall hier nicht so ganz richtig. Komme ich hier eigentlich durch diese Tür oder ist sie blockiert? Okay, die ist blockiert. Ja, das hätte ich mir auch denken können. Die Frage ist jetzt tatsächlich, ob ich jetzt einfach dann den Weg gehe, der einfach begehbar ist. Und jetzt einfach mal nicht auf diesen Kompass gucke. Weil bis jetzt hat mich der Weg ja doch irgendwie immer... Ja, aber ich war ja halt in dem Gebiet. Weil hier oben war ich ja schon mal drin. Das war ja quasi das, wo wir den Fahrstuhl gemacht haben. Also aktiviert haben. Ah, das ist krass. Aber
Aber die Frage ist, wie komme ich zurück? Das ist wild. Ja gut, kein Schimmer. Also muss ich wahrscheinlich erstmal hier einen Umweg gehen. Wobei ich die Frage habe, wo ist denn hier der Umweg? Also da vorne durch? Also diese Wegfindung ist halt ziemlich wild. Weil irgendwie war man halt schon in dem Gebiet. Aber ich muss jetzt woanders hin, aber ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Da komme ich auch nicht hoch. Okay. I don't know. Oh, noch so ein Trötenauto. Chaos bitte win. So. Bin ich der Einzige, der tatsächlich so ein bisschen hier Probleme bei der Navigation hat? Oder war das bei euch genauso? Weil die Navigation ist wild. No, Pad up. Und der Rollator kommt reingerollt. Da sage ich dickes Dankeschön für reinrollen in den nächsten Monat. Dankeschön. Also ich war hier. Also daran kann ich mich halt erinnern. Aber das hilft mir jetzt halt im Moment nicht, dahin zu kommen, wo ich am Ende hin will. Aber wir waren hier halt schon. Dankeschön für 51, Rollator. Okay, ich bin komplett gerade lost. Ja, weil es halt kein einfacher, sag ich mal, Straßenweg ist, sondern halt schon irgendwie ein Weg über Dächer, durch Gassen und was weiß ich wohin.
Erinnert mich so ein bisschen an Thief, was halt auch, sage ich mal, diese Spielwelt getrennt hatte durch irgendwelche Passagen durch Fenster. Aber werden wir schon irgendwie hinkriegen. Im Zweifel fragen wir wieder Bexitus. Bexitus. Das ist eigentlich auch ein geiler Name. Please Umbenennung in Bexitus. Und dann kriegen wir das bestimmt schon irgendwie hin. Rums. Ohne HDCP geht kein YouTube-Twitch. Das wusste ich nicht. Zudem kann Markus keinen solchen Aussehen-Test machen, der ja alles captured und HDCP aus ist. Für YouTube und Twitch und so weiter müsste er aber das ausschalten. So hätte er dann gar keinen Ton zum Testen. Ja, siehst du? Danke, Vinitus. Ich kann das gar nicht machen, Sascha, weil die Capture-Karte nur anzeigt No Signal wegen HDCP. Siehste? Siehste. Irgendwas ist ja auch immer. Nee, die sind ja alle HDCP-kompatibel, weil sie das HDCP ja erkennen. Also was du mir eigentlich rätst, ist eine nicht HDCP-kompatible. Ja, ich hänge hier fest. Falsche Burette. Muss ich als erstes jetzt mal sagen, von diesem Level mit diesem Backtracking bin ich kein Fan. Sage ich, wie es ist. Habe ich auch schon damals in Sekiro gesagt. Das zweite Mal besuchen die Burg, wo sich alles geändert hat. Was ist denn das da oben für ein Grafikfehler? Das sieht aus wie eine Mühle, die teilweise da ist und nicht. Ja, bin ich auf jeden Fall kein Fan von. Dieu tout puissant. Madame de Polignac. It's dreadful, Aegis. Und Roxanada, Dankeschön für 42. How were you able to leave Saint-Cloud? Earlier, after you ventured out into the palace grounds, all of the machines that were guarding us set out after you. I seized the opportunity to go to the stables and jump into a horseless carriage. What are you doing here, Madame? The children, Aegis. Charlotte and the Dauphin. The Queen and the Marquis de Lafayette did everything they could do to save them from the King's madness. I spent days working out every detail of this operation with the greatest secrecy. The preparations for departure with our accomplices in the Queen's house. The children's escape, hidden inside this wagon. Our meeting here, in this very place. Then our departure with the riders who were to ensure our safe passage all the way to Austria. They would have been safe there with their uncle, the Emperor. But you can see for yourself. The children are nowhere to be seen. Poor Monsieur Cléry. He was the Dauphin's valet. The poor soul gave his life to protect the little ones. Madame. Okay.
Also da lang. Und, was sagen die ersten Notizen, Sascha? Four horses for 3 men. Crazy Nackman sei grüß mal moin. Is missing. A red cap with a rooster embroidered on it. A list of staging posts between Paris and Liège. Perhaps Madame de Polignac will know what this means. Bronze und Gusseisen. Ah, nice. Dein Luftkissenboot ist voller Aale? Was? Paddy, komm jetzt ins Schlaf gut. Bis morgen. Madame. The attackers all bear the same red cap with an Chrissy, sei grüß, embroidered moin. rooster. It's the symbol worn by those who support the Duc d'Orléans. One of them had a map indicating all the staging posts from here to the Principality of Liège. Liège. That rabble-ridden city is where the Duke and his miscreants have established their base. Over here, there are 4 dead horses, and the body of a 3rd man wearing a red cap. 4 horses for 3 men. That means one assailant managed to get away. It's beyond doubt. The Duke's men have taken the children. They're the ones behind this ambush, and they knew every detail of our plans. We were betrayed. But surely the ambush did not go exactly as planned. 3 of them lost their lives. That's true. If only we could catch the one who was able to escape. But now that I think about it, the riders that the Marquis de Lafayette promised us, if they made it here, they may have been able to surprise the kidnappers and stop them from carrying out their misdeed. By the grace of God, they may already be on their way to Vienna with the children. I shall get to the bottom of this. Which garrison is this squad from? They are stationed at the Hôtel des Invalides. The riders must have left from there. Very well. I will try to retrace their steps. As for you, please return to the Queen at once. You have taken enough risks as it is. Find the children, Aegis. Je vous en supplie. So. Jetzt hab ich mal gefallen. Ich versuche mal Unverständnis über die protokollierenden Dinge zum Ausdruck zu bringen. Hä? Ah, ich nehme immer die falschen Büretten gerade. Ja, sieht's jetzt besser aus oder nicht? So, jetzt muss ich da hinten irgendwie hin. Jetzt die Frage, wie komme ich da hin? Achso, die Kamera. Da dann unten rechts rum, ne? So.
Jetzt ist die Frage, ist links hier richtig oder rechts? Das ist halt eine interessante Frage. Aber ich richte mich da nach der Mehrheit. Aber besser. Also für dich, jetzt gerade. Ad hoc. Spontan. Bin ich jetzt hier richtig? Gott, das ist hier was für mich, ey. Nee, ich bin hier nicht richtig, weil ich jetzt zurücklaufe, ne? Und lustigerweise die ganzen Namen helfen mir ehrlich gesagt auch nichts, weil ich mir die nicht mal merken kann. Ja, hier war ich, da patrouilliert der komische Dude, okay. Wo muss ich denn jetzt abbiegen? Also hier schon mal nicht. Hier kam ich runter. Ja, ich war da oben, bin hier runtergesprungen beim ersten Mal. Alter, ey. Komm schon wieder zum selben Punkt raus. Das ist doof. Wo geht's denn hier weiter? Also ja, irgendwie nur hier. Aber da gehe ich ja wieder zurück quasi. Weil das ist ja quasi der Weg, wo ich gerade schon hergekommen bin. Hat jemand einen Tipp, wo ich hin soll als nächstes, so grob? Weil ich habe das Gefühl, ich irre im Kreis. Also, ist nicht so, also ja, ist so. Also das Gefühl habe ich nicht nur, das ist so. Aber ich finde halt den Weg halt nicht, wie ich in die Richtung komme, in die ich muss. Das Tor war aber zu. Also da gab es kein Tor bei mir. Ralf. Also ja, das Tor war da, aber es war halt zu. Ich konnte es nicht öffnen. Ah, da wo man sich hochschwingen kann. Ja, okay. Ja, stimmt. Stimmt. Den Punkt habe ich, da bin ich nicht lang gegangen. Du hast recht. Den habe ich gesehen. Also quasi nochmal komplett zurück. Okay.
Nee, bin ich jetzt richtig oder bin ich jetzt falsch? So. Links oder rechts? Das war, glaube ich, egal, ne? Ich meine, im Groben merkt man ja daran, dass ich schon weiß, wo ich langlaufe und dass jetzt ja nicht irgendwie Zufall ist. Aber ich weiß halt nicht, wo ich am Ende halt hin will. Und das ist halt immer dumm. Ja, aber ich weiß, wo die Kutsche ist. Ich weiß, wo die Kutsche ist. Die ist hier. Also da sind wir jetzt. Aber das ist ja der Anfang. Und die erste Statue war da. Also hier ist die Kutsche. Genau, das Tor dachte ich wäre jetzt das, was Ah, da oben. Stimmt, da oben kann ich rüber. Alles klar, okay. Ja, ich glaube, das ist sinnvoller. Das habe ich nämlich nie irgendwann gesehen, aber dann vergessen, weil ich dachte, ach, da kommst du ja nicht weiter. Aber hier oben ist ja so ein Ding, was jetzt nicht mehr da ist. Da. Dankeschön. Weil ich glaube, das ist jetzt sinnvoller. Perfekt. Jetzt haben wir... Wir sind im Spiel. Wir sind drin. Ah. Warte mal. Sascha, richte mal deine Augen aufs Bild. Das war gestern. Ja, oder vorgestern. Ja, wobei, ich glaube, das ist zu hell. So. Jetzt mal gucken, wo wir hier lang kommen. Bin 5 Minuten im Stream. Ja, wahrscheinlich, weil du selbst durch die Gegend geeiert bist, Ralf. Leidensgenosse oder Genossin. Ja. Das sind halt die Punkte, wo man sich dann halt ewig dran erinnert. Und wahrscheinlich dann hämisch oder nicht so hämisch bei anderen guckt, findet der das denn sofort? Ah, ich fühle mich besser, er hat es auch nicht sofort gefunden. Ja, klar. Warte mal, kann ich den Shortcut hier noch aufmachen? Ja. Haben wir schon wieder vergessen hier. Ja, ist ein eigener Filter. Haben gestern nach dem Stream halt noch mit Sascha halt ein bisschen rumgeguckt.
weil ich noch nicht so 100% mit dem Bild zufrieden bin. Weil das immer noch nicht so genau hinhaut, wie ich das haben will. Halt von HDR zu SDR, der Tone Mapping, die Konvertierung. Haben wir gestern bestimmt 2 Stunden halt noch rumgequatscht. Ein bisschen rumprobiert. Hab jetzt die Capture Card gewechselt, hab jetzt noch mal ein bisschen was anderes eingestellt und probiert. Und, aber zumindest hat erstmal keiner gesagt, es sieht schlechter aus. Was schon mal okay ist. Ja, das ist zum Beispiel die Frage. Das wissen wir nicht. Weil wir nicht wissen, ob in OBS HDR ankommt. Also ich habe HDR auf meinem Bildschirm. Ich habe HDR in der Capture-Software von Elgato oder wo auch immer. Da sehe ich, dass es HDR ankommt. Ich weiß nicht, ob es letztendlich in HDR ankommt. Oder ob es die Karte irgendwie konvertiert. Das sehe ich nicht, weil OBS dafür keine Anzeige hat. Das ist jetzt nur eine Vermutung. Da fängt nämlich schon das Problem an. Was ist jetzt das, was da ankommt? Würde ich gerne wissen, weiß ich nicht. So. Dann ist der Otto mir auch weg. Okay, also Sascha findet es besser. Bei mir geht es nämlich nicht, weil meine Grafikkarte es nicht unterstützt und OBS konvertiert es für den Stream ja dann um. Ja, prinzipiell sollte das so sein, Ventus. Ja, genau, genau. Aber das sehe ich halt nicht, ob HDR halt ankommt oder nicht ankommt. Also, das weiß ich halt in OBS halt nicht. Das ist halt alles kompliziert. Genau wie die Wege hier. Also da ist von nichts. Ja, hier. Na gut, dann will man da durch die Wand. Räums. Ja, komm schon. Nein, im letzten Moment dreht er sich um. Aua. Boah, die haben eine Reichweite. Das kannst du dir ja nicht ausdenken. Ich hasse diese Drehdinger, habe ich ja schon erwähnt. Und dann explodieren sie noch frech. Frech. Ja, wie gesagt, ich glaube, wir müssen einfach nur auf die neuen Capture-Karten warten und hoffen, die hoffentlich dann irgendwann mal irgendwo kommen.
weil die alten haben jetzt ja zum Beispiel auch noch kein HDMI 2.1 beziehungsweise VRR oder so. Das ist ja halt alles noch Technik von vor, keine Ahnung, 5 Jahren. Monsieur de Robespierre's men. They perished in the line of duty. Ja, für den Pass-Through, klar. Aber im Moment, sobald ich halt quasi meinen Fernseher, also, oder besser halt die Capture-Card dazwischen habe, erkennt mein Fernseher oder die Playstation halt nicht, dass VR halt überhaupt möglich wäre. Weil die HDMI ist ja quasi immer das schwächste Glied in der Kette. Und wenn ein Glied in der Kette halt irgendwas nicht kann, dann geht's halt nicht. War halt damals schon bei HDR halt so, ist jetzt halt bei VRR so. Oder eben auch die maximale Auflösung. Die ganz neue ist die externe. Ich will aber keine externe Capture-Karte, weil das Delay halt so hoch ist. Also dementsprechend hätte ich schon gerne eine interne. So. Aha. Den Garten erkunden. Okay, ist der Garten das Haus? Ja, die externe, ich weiß nicht, wie die heißt. Irgendwie so halt, ja. Athénaïs, pour l'amour de Dieu, run and hide! What do you mean, Papa? Hurry, I beg you! The Count is at our door. He shall take us away. Good heavens! Don't worry about me. Run, I say. Run! Where could she have escaped to? I should keep looking. Mhm. Flamme und was? Flamme und Flocke. Aha. Sieht schon mal interessant aus. Schon wieder nix. Also irgendwie die Rüstung ist auch irgendwie weird. Ist das jene Waffe? Welche? Also die könnte nämlich auch schon mal interessant sein. Wobei, was hat die für eine Skalierung? E, C, D. Flamme und Flogge. Was soll ich hier noch untersuchen? Ist eine aktuelle. Ja, hier ist ja nichts mehr.
Okay, ich soll den Garten erkunden, aber ja gut, ich gehe mal hier noch weiter. Vielleicht ist ja hier noch was. Ja, Kami, sei grüß, guten Abend. Und viel Spaß mit den besten Maulwürfen. Bin ich jetzt nicht einmal im Kreis gegangen? Nee, bin ich nicht. Okay, den kann ich definitiv nicht parieren. Was ein Otto, ey. Vielleicht parieren sollen. Ja, jetzt bin ich einmal im Kreis gegangen. Ja, toll. Chat, nochmal kurz die Frage zur Hilfestellung. Was soll ich hier in dem Garten noch erkunden? Ich sehe da nichts. Also ich bin jetzt einmal durchgegangen. Ich muss mal ganz kurz pipi, Baby. So. Ja, genau. Dass irgendwo noch ein Objekt ist zum Einsammeln. Ich sehe es halt nur nicht. Da sollte ein kaputter Zaun sein. Okay. Weißt du noch ungefähr wo, Vinitus? Weil ich sehe jetzt hier nämlich nichts. Ah, da an der Tür. Hä, war das die ganze Zeit da und ich hab's einfach nicht gesehen? Ich bin doch über die Kisten gesprungen. LOL? Ey, kann einer mal in die VOD gucken, ob... Ich war doch hier an den Kisten und bin doch sogar hier drauf gesprungen. Ich hab das echt nicht gesehen? LOL? A hiding place in the Luxembourg Gardens. If I could find out where it was, I could track down Athenais. Das taucht erst auf, wenn du die erste Erinnerung gesehen hast. Okay. Ich habe schon an mir gezweifelt.
So, holen wir mal ganz kurz den Loot. Mal ganz kurz gucken, wir haben jetzt ziemlich viele Aufrüstungsmaterialien bekommen. Ob wir die Waffe nochmal aufrüsten können. Nee, weil uns da immer noch 2 Bismutblöcke fehlen. Ist 5 eigentlich Maximum? Also bei der Menge würde ich fast sagen, dass 5 Maximum ist. Was du da schon an Mats brauchst. Geht's noch höher, Chat? Fünf ist Max, okay. Das ist jetzt halt dumm zu vergleichen. Ich würde sagen, dass die doch besser für mich ist, weil die halt einfach noch halt die E-Skalierung hat. Ich weiß nicht, ob die Skalierungen sich mit dem Aufwerten ändern. Ja, ein bisschen schneller und hat Parry. Ich überlege gerade, ob ich die 2 Bismut-Blöcke kaufe. Und dann habe ich die Waffe nämlich auf Max, weil ich glaube, 2 Stück kann ich kaufen. Ah, sogar 4 mittlerweile. Kostet aber halt tatsächlich dann 10.000. Die Frage ist, ob ich das geplöppt bekomme. Oder ob ich jetzt noch ein bisschen warte. Und das beim nächsten Mal dann mache. Da. Wie viele Granaten habe ich eigentlich mittlerweile? Ich habe die immer gelootet. 27 Sprenggranaten. Wie viele Granaten ich hier habe. Mal nutzen, habe ich noch nie genutzt hier. Und? Ach, darüber. War ich da nicht gerade schon? Ich bin's verwirrt. Irgendwie sieht das hier in Frankreich auch alles gleich aus. Dieses Frankreich ist absolut gleich. Oh, auf jeden Fall habe ich jetzt einen Shortcut. Wie viel Schaden macht denn so ein Ding?
Pfeffert die Leute um. Schon mal gut. Lol. Ja, lol. Markus entdeckt die Items. Ja, habe ich ja noch nie benutzt bis jetzt. Ja, gucken, was das alles gibt. Oh Gott, 2 Trötenheinriche. Nein! Ah, nicht das Ziel wechseln, du dummer Mops. Okay, also mit den Granaten ist ja dann auch gar nicht so schwer, ne? Ja, voll easy Mode. Okay, blockiert. Wie weit bist du eigentlich, Vinitus? Schon durch jetzt? Oder wie weit seid ihr generell? Also nicht nur jetzt an Vinitus, können natürlich auch die anderen gerne nochmal sagen, wie weit sie sind. Puff. Voll gut. Röms. So, ich glaube, ich muss da oben gleich durch. Im vorletzten Gebiet. Aber macht da aktuell einige Nebenaufgaben. Okay. Also hier glaube ich, dass ich rüber muss. Also würde ich jetzt einfach mal so tippen. Ja, sieht gut aus. Du bist durch. Wie viele Stunden hast du gebraucht, Ralf? Wow, ich wollte die Dings da mitnehmen. They're after us. You must carry on, I beg you. I'll never make it. I'm out of breath. Pour l'amour de Dieu. Suzanne, just a bit more. We're almost there. Drei Tage unterschiedliche Spielzeit, okay. Es ist heute der 4. Stream, ne? Glaube ich. Also, Kamera. Kamera. Oh, ein dicker Mops.
hier irgendwo ein Türchen? Smash! Level Smash! So. The Mobs Männers auch weg. Oh, hier ein paar Grafikfehler. Und Daredevil, sei grüßt, schönen guten Abend. Na, wie geht es Ihnen? Ich hoffe, Sie hat einen wunderbaren Mittwoch. Oh, Boss-Time. Also zumindest ist hier Boss-Nebel, was nahelegt, dass jetzt hier gleich Boss-Time ist. Jetzt ist die Frage... Gibt's vorher noch mal ein Leuchtfeuer? Hier drin jetzt nicht. Ja, gerade ein bisschen lost gewesen im Spiel, weil man so viel Wege suchen muss. Aber ansonsten ziemlich geil, das Game. Ich suche halt nicht so gerne Wege. Ja, genau, hier, aber doch, oder ist das Ding aktiv? Ne. Muss halt erst den Boss besiegen. Wo die Frage ist, wo der ist. Hat ein extremes was? Problem? Achso, Balancing soll es wahrscheinlich heißen. Okay. Ah ja, den da. Gehe ich mal von aus. Dass das der instabile Moped-Mann hier ist. Okay, ich werde direkt erstmal reingesogen in die Cutscene. Das war jetzt, huch. Was? The door. It's going to give way. Right, Susan! It's too late! Ich weiß jetzt nicht, ob ich gleich die Kamera wieder anmachen kann. Ja, wenn man weiß wie, klar. Wenn man... Ja toll, meine Fiole ist halt weg. Wenn man weiß wie, klar. Geht das... Aua, bei vielen Souls... Ach, das war falsch, ich wollte nicht das machen. Boah, ich sehe bei denen halt nicht vorne oder hinten. Was es halt schwierig macht. Achso, ich bin nur gefrostet. Die Granaten sind echt lustig. Au! Boah, hat der einen langen. Hätte ich auch gerne. Fühle mich benachteiligt. Die Granaten sind ja total OP. Lol. Das ist ja fast wie Cheaten. Betäubungsmodul. Ach nice. Ja, Moment. Das Betäubungsmodul 2, das gönnen wir uns direkt mal rein. Weil da haben wir ein Betäubungsmodul 1 nämlich drin. Betäubungsmodul 2. Lol. Bomben sind ja völlig OP. Warum habe ich die eigentlich nicht vorher benutzt?
Wo war das denn? Erholung? Todesmut? Kann man hier irgendwie sortieren? Da. Nice. Und noch ein Bismut-Block. Ach, nice. Da kriegen wir den ersten. Dann muss ich sogar nur einen kaufen. Danke für GG. Danke, Mann. Ja, gut. Das war jetzt natürlich ein bisschen unspektakulär. Also ich glaube, wenn das wirklich bei jedem Gegner geht, sind die Bomben halt wirklich strong. Weil die halt echt gut Schaden machen und den Gegner halt so ein bisschen stunnen und interrupten. Ich muss noch da. Okay, ich mach mal vielleicht hier den... Achso, da ist blockiert, da komme ich nicht hin. Ich will jetzt erstmal ganz kurz zu dem Leuchtfeuer. Ah ja, hier. Dann hole ich mir mal für noch ein dieser Bismut-Blöcke. Und möchte jetzt bitte verbessern. 7,5. Achso, okay. Ja gut, da muss ich dann noch mal ganz kurz im Inventar 7,5. Was hatte ich jetzt? 5? Also ungefähr 2k oder so, ne? Achso. Wer macht halt mal? Achso, das sind die großen, ne? So, das sollte reichen. Le Waffe. Maximalwert erreicht. Ich krieg keine Trophy dafür. Ich fühle mich gescammt. Scam. So. Die Bomben sind recht teuer. Ja, ich hatte bis jetzt alle nur gelootet. Also ich habe jetzt von, weiß ich nicht, ich hatte bestimmt jetzt 100 Bomben oder so. Ich habe jetzt mal 20 oder so genutzt. Keine Ahnung. Und Inzi sei gegrüßt, moin. So, jetzt Waffe auf Maximum und keine Trophy. Naja, feels bad, man. Die Frage ist, wo soll ich denn jetzt hin? Da hinten irgendwo. Also wahrscheinlich hier durch? Oder kam ich von hier? Das ist eine gute Frage. Kam ich von hier? Von hier kam ich. Okay, also hier will ich schon mal nicht lang. Dann ist die nächste Frage, wo will ich lang? Oh, gar nicht gesehen. Gar nicht gesehen. Alter, wo trifft er mich denn? In welchem Leben? Tausend Alchemiekapseln. Ach du Scheiße, wie komme ich denn da hoch? Also ich glaube, wenn ich hier runterspringe, ist jetzt falsch. Was? Muss Ärger abbauen wegen der Demo? Wegen welcher Demo? Wer hat denn wogegen demonstriert?
es jetzt auch nicht besser aussieht. Achso, da komme ich rüber. Okay, was ist denn da hinten? Dann kann ich ja den Sprung vielleicht doch versuchen. Aber das sieht halt schon wieder so extrem aus, als ob das wieder nicht passt halt. Leon, they're back. It's going to be all right. This machine is alone and the door is barricaded. Noch so ein Auto. Demo gut, Bossmechanik blöd. Von welchem Spiel reden wir denn? Und Captain Slow sei grüß, guten Abend. Ah ja. Wir sind am Hotel. Achso, okay. Aber Stella. Klar. Total strong. Ah, ich hasse das, ey. Hier nicht gerade schon? Aber die Demo gibt's nur auf der Switch, ne? Hatten wir ja gestern schon drüber gesprochen. Glaube ich. Okay. Und ein Tricks. Sei grüßt, moin. Zustandsdauermodul. Okay. Die Frage aller Fragen ist jetzt, ist das der richtige Weg oder ist der andere der richtige Weg? I'm so confused. Das könnte aber fast der richtigere Weg sein. Also er eröffnet halt immer mit Spin to Win. Ja, da kam ich nicht mehr weg. Also ich glaube fast, dass das der richtigere Weg war. Okay.
Ich weiß halt nie, ob ich hier schon war. I'm getting closer to Les Invalides. Here, I should be able to cross the moat easily. Hä? Oh. Ach, da kann ich hochgucken. Okay. Ja. Kann ich auch. Spin to win, Otto. Ambush, Backstab, tot. Na gut, eigentlich war es ja Ambush, Spin to win, tot. More easily. Was heißt denn more easily? Heißt more easily, ich gehe ins Wasser und bin tot? Texter, sei gegrüßt. Ich möchte jetzt da bitte nicht ins Wasser, oder kann ich hier schwimmen plötzlich? Nee, oder? Möchte das Spiel jetzt echt sagen, ich muss hier rüberspringen, Chat? Mit einem Wegpunkt, der 3 Kilometer weit weg ist. Wenn ich jetzt sterbe. Lol. Lol. Ich sehe tote Menschen. Sag ich schon mal, wie es ist. Wow, ey. Okay. Ich hab mehr Kompetenz, als ich dachte. Ich habe mich schon tot gesehen. Wildes Leveldesign. Ja, in welche Skills denn, Endrix? Ich hab keine Spring-Skills. Da ist Hopfen und Malzbier verloren. Beim Springen. The debt was no longer sustainable, Your Majesty. Your mechanical revolution has changed the face of the kingdom, but the coffers are woefully empty. The debt, Monsieur Necker. This debt that you and your banking friends helped to create for your own benefit, and which is now forcing us to levy new taxes. Will my subjects be able to bear another tax? Yes, Your Majesty, as long as it is distributed fairly. The representatives of the nobility, the clergy, and the Third Estate must come to an agreement. That is why we have convened the Estates General. Tomorrow you are to preside over the opening ceremonies. Your Estates General. Nothing good can come of it. You have roused the spirit of rebellion. All I hear about are their damned cahiers de doléances. My rightful enjoyment is being challenged. The streets of Versailles are teeming with loudmouth fanatics with sacrilegious thoughts. Tell me, Monsieur le Ministre, have you purposely set this army of the unwashed against me? Your Majesty, I have always been your most faithful servant. Beware, Necker. Beware. I have a surprise in store for anyone who dares attack my throne. Scherenbrille. Jump'n'Run Skills. Lol. Könnte meinen, ihr kennt meinen Stream nicht. Sieht schon fast aus wie ein Bossareal. Ist vielleicht ein Bossareal. Ja, traut sei grüß, moin. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Boss sei mit Dark Souls, liebe Freunde. Ich weiß nicht, wo der letzte Savepunkt ist.
Was relativ scheiße ist. Ich würde tippen, ich habe den fast übersehen. Der Schlüsselmeister 2000. Direkt aus Kingdom Hearts. Alter, die Bomben sind ja mächtig. Ja, mein Dodge ist nicht so mächtig. Ah! Mach jetzt hier mal nicht wieder diesen. Stamina. Keine Stamina. Okay, ich dachte, ich komme rum. Ich dachte, das geht sogar in alle Richtungen. Titan! Zerstört! Danke für GG. First Try hat kein Instant Kill. Okay. My dear Suzanne, take my hand, please. Don't let them take me away. No. Oh no, this has to stop. I don't want to be tormented anymore. That is not my intention. I have come to rescue you. Rescue me? But what on earth are you? It is of no importance. What did you see and hear before you regained consciousness? I had frightful visions, rageful wraiths filled with pain and sorrow. And it was cold enough to curdle the blood. Oh, it's impossible to describe. All the rage and anger. I was in another body, I think. So big, so powerful. And there was this commanding voice, ordering me to spread terror and death. Did I really hear it? Or did I momentarily lose my mind? What did you see? Dasselbe. Who are you, monsieur? Don't you know? I'm Jacques Necker, Ministre des Finances. Well, I was before I was captured. But this situation suggests that the king has decided to dismiss me from his service. What does he accuse you of? My alleged connivance with the Third Estate, no doubt. And most of all, for having been the first to ask to convene the Estates General. How and when were you captured? When the machines attacked, my wife and I fled our home to hide not far from there, in the Église Sainte-Marie. But we didn't stand a chance against the machines. They overran the nave, wantonly mowing down the faithful. My wife, my poor wife, she wasn't able to escape. I'm sadly convinced of this. As for me, my life was spared only so I could be tormented. What is the meaning of all this?
What will you do now? There is no future for me in this kingdom. I need to find a safe place where I can prepare for my departure as soon as possible. I will take you to the Cordelier convent. You will be safe there. À la bonne heure, she's back. Aegis, what a joy and relief to see you again. Monsieur. Welcome to our stronghold. I'm sure that everyone here is aware of the great debt we all owe you. As you can see, the most exhausted among us are growing stronger. While the most determined are already planning our counterattack. Was liegt da für Loot, wäre dann die interessante Frage. I did not expect to see you all together. 4 days ago, the representatives of the Third Estate gathered in a tennis court. They swore not to separate until they had established a constitution for the nation. But that was not the only oath we swore. All the honorable men who were at Versailles, representatives and patriots, members of the Club Breton, secretly swore to meet here if they were dispersed. You, Aegis, have allowed them to gather once again. Though unfortunately many are missing, we still have hope. I did not expect to see you all together. 4 days ago, the representatives of the Third Estate gathered in a tennis court. They swore not to separate until they had established a constitution for the nation. But that was not the only oath we swore. All the honorable men who were at Versailles, representatives and patriots, members of the Club Breton, secretly swore to meet here if they were dispersed. You, Aegis, have allowed them to gather once again. Though unfortunately Why did you choose to meet in this convent? It was my idea. Voyez-vous, I stay here whenever my obligations bring me to Paris. No other retreat inspires such peace and contemplation. Et puis, truth be told, this building has always felt like a fortress to me. Just look at how thick these walls are. For 2 whole days, the patriots in the quarter consolidated the outer walls to make it an impenetrable citadel. No automat has broken through our defenses yet. Where are the monks, mon père? They are secluded in their quarters, praying for the salvation of the people of Paris. However, we bear no illusions. We are weak, we are divided. And we are unarmed. Without you, without your warrior strength, we have no chance of turning things around. You are sent by heaven above, Aegis. From now on, you may consider the Cordelier convent your headquarters and a welcome refuge. We must speak, you and I, in private, if you please. Monsieur de Lafayette must not hear a word of what I'm about to tell you. What do you mean? You all seem to be certain that I will use my strengths to serve your cause. Are you forgetting that I have a task to accomplish? Not at all, madame. We all know and support your plan to free Monsieur de Vaucanson. That is why I've taken the time to think of a way for you to get to the Bastille. I am listening. There is a patriot in Paris whose pamphlets have aroused Monsieur de Lafayette's ire. His anger is so strong that the poor man had to disappear to escape arrest. I know that he is secretly hiding in the quarries in Montmartre. A labyrinth he is said to know like the back of his hand. If anyone can help you navigate the obstacles that keep you from the Bastille, it is the elusive Monsieur Marat. Very well. I will go and find him. Monsieur Necker. I owe you my life, madame. So I am embarrassed to ask you for anything more. Do not fear. You have my full attention. Suzanne, my beloved wife. I cannot bring myself to accept her death. Despite all the evidence, I still hope to see her alive again. I need to be sure. Mon Dieu. What have I done to deserve such a fate? Why has the king sworn to destroy me? And all that I hold dear. After everything I've done for him. My abnegation. Why would the king owe you anything?
I dedicated my life to the kingdom as his minister. Well, my life and my fortune as well. I refused to accept any remuneration for my services in order to keep the accounts balanced. And I personally filled the king's coffers with 2.5 million livres from my own private accounts, bonds in the Caisse d'Escompte, which the king keeps in a tailor-made armoire de fer in the Palais des Tuileries. He stores all his secrets there. I'd wager there's enough in there to sully his reputation 100 times over. You must retrieve these bonds post-haste, madame. They must not be used to allow this madman to build more murderous automats. Do I have any chance of opening it? Don't even think about it, madame. Despite your incredible strength, that safe is said to be impenetrable. It was designed precisely to that effect. I personally never had access to it. I suppose that its contents were too unofficial for the honest minister that I always was. Who has the key? The king does, that's for sure. Anyone else? How could I know? His shadow advisors, most likely. Now that I think about it, there's a rumor that has been going round Versailles for a while now. It's said that Monsieur de Mirabeau used to come and go as he pleased at the Tuileries, that he oversaw diplomatic missions for the crown. Not in any official capacity, of course. Who knows? He might know more about this matter than I do. I will ask him. I will look into what happened to your wife. Bless you, madame. Where should I start my investigation? In the Faubourg Saint-Germain, east of Les Invalides. We were separated in the Église Sainte-Marie, on Rue de Bourgogne. I shall be off. You are the only hope of seeing my beloved wife again, and of foiling the plans of the clockwork tyrant. Ja, das haben sie halt wirklich dumm gelöst, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass das halt, Agents, a word, s'il vous plaît. Ja, weiß ich nicht. So, ganz kurz hier mal mit den ganzen Dudes hier quatschen. Monsieur le Marquis. I'm listening, Aegis. I went to the meeting point you indicated. I had an unexpected encounter there. Get to the facts. Who did you meet there? Madame de Polignac, the Queen's favorite. She made no secret of her reason for being in that desolate place. So now I know all about the precious cargo that is the cause of your great concern. Seigneur. The children. What happened? Tell me that nothing bad has happened to them. That remains to be determined. One thing is certain. Charlotte and the young Dauphin are missing. The evidence points to an ambush by the Duc d'Orléans' men. They apparently attacked the wagon the children were hiding in. How the hell did they know? This ambush could not have taken place without an accomplice. You were betrayed. A plague on Orléans and his damned informants. They have taken the children. That still remains to be seen. It seems that the Duke's men were interrupted while carrying out their task. 3 of them lost their lives. A 4th was able to escape. Excellent. I bet it was my hussars who sent the vermin running. But why the hell haven't they reported to me yet? Only they could tell you that. Would you be so kind as to go and find them? The lives of these poor children hang in the balance. My hussars are stationed at Les Invalides. That's from where they were to set off for Gros Caillou. Das war's, ne? I went to the meeting. Ja. Get to the facts. That's right. But would you... Goodbye, Monsieur le Marquis. Monsieur Necker. Madame? Eh bien, do you come bearing good news? I'm not done investigating. Don't give up. Remember, that's in the foot. As for the bot. Jetzt haben wir die beiden. Nee, das war der. Aegis, I'd like to talk to you about my research. Do you have a few moments to spare for me? Certainly, mon père. I am listening. I've carefully collected the testimony of our companions here. Then I compared them with the observations made during my investigation of the man who calls himself Cagliostro. I came to quite the shocking conclusion. I believe I have discovered how the royal automats remain constantly in motion, like clocks that never need winding. They get their energy from the souls of the dead, Aegis.
They drink from the anima essence that permeates the purgatory described by Monseigneur de la Fare. These machines feed on the dead. The greater the massacre, the deeper the river where they slake their thirst. Is there any way to stop the bloodshed, mon père? I believe there is always hope, Aegis. As long as I remain free to pursue my research, I will never lose faith. I keep thinking about the three Nemes. These echoes. All of this is clearly related to Nicholas Flamel's work. The alchemist? Precisely, mon ami. And this leads me to fear the worst. What have we to fear from an alchemist who died nearly 4 centuries ago? Not him, per se. Rather the heretic who is exploiting his discoveries. This poses a grave danger to us all. What do you fear, mon père? What do I fear? Nearly 2 months ago, the king forbade anyone from setting foot inside the Église Saint-Jacques de la Boucherie, near the Hôtel de Ville. He had the priests forcibly removed. They hardly even had time to save the church's sacred relics. Since then, only our Father in heaven knows what they've been doing there, hidden away from the people of Paris. Mon Dieu. Ralf, komm gut ins Bett, schlaf gut. My thoughts exactly, Monseigneur. Legend has it that Flamel was buried with his lapis philosophorum. What is the lapis philosophorum, mon père? The Philosopher's Stone. Where do I begin? No one knows its true nature, or even what it might look like. All that is known is that it is said to grant untold riches and eternal life to whoever possesses it. Its very existence is questioned, of course. But if it's true, just imagine what sinister purpose the king and his accomplices might find for it. We must elucidate this matter at any cost. Where is this tomb? In the church's crypt. The priests always ensured that it remained undisturbed, despite the mystery surrounding it. But now they're no longer there to protect it. We need to know for certain. But how? There are automats everywhere. Aegis. Oui, mon père. Will you help us get to the bottom of this? Did you not say that it was impossible to enter the church? There is perhaps a solution. The penitence door behind the Châtelet leads to the Quartier de l'Hôtel de Ville. It's only opened on Good Friday, but this year, I had the honor and good fortune to lead the procession. Here is the key. Goodbye, mon père. Sag mal, Chat, liegt das prinzipiell so an mir? Oder fällt es nur mir schwer, der Story zu folgen, weil halt so viel französische Namen da halt plötzlich drin sind und ich... My respects, Monseigneur. I didn't expect to see you again so soon, Aegis. We missed you when we had to leave our shelter at Place Saint-Méry. The path that led us to this convent was not an easy one, believe me. Goodbye, Monseigneur. Allez en paix, Aegis. Monsieur Raymond. Aegis, we are very pleased to see you again. It was very unwise of us to leave the Société without such a capable bodyguard as yourself. It is a miracle that we got here safely. Habe ich das eigentlich schon mal jetzt gehabt? What do you want to talk to me about? Have you ever heard of the Club de Massiac, Aegis? No, monsieur. It's an association that meets at the Hôtel de Massiac, just west of Les Halles. It counts some of the wealthiest plantation owners in the empire. Those from Saint-Domingue and the Petite Santilles, our most formidable adversaries. They are waging a war of influence to keep the slave trade going, and resort to the vilest methods to achieve their ends. They worship nothing but money. Their greed is matched only by their cruelty. Regrettably, my interests occasionally require me to suffer their company. 2 months ago, I was in Le Havre to settle some business with the Admiralty, when I overheard a conversation between 2 planters from Bastère. If they are to be believed, the Club de Massiac is plotting to create sleepless slaves, des esclaves sans sommeil. Those were their exact words. It's hard to say what this could possibly mean, but I fear they plan to administer some foul drug to their slaves to force them to toil day and night, without rest. Our organization will not let these poor souls endure such a hell. Aegis, we must look into this. It is a matter of great urgency. You speak of greed, Monsieur Raymond.
But could you enlighten us as to what makes you any different from the planters you condemn? What exactly do you accuse me of, Monsieur de Robespierre? S'il vous plaît, do tell. Do you not also exploit the labor of these poor souls yourself on your indigo plantation? I fight every minute of every day to improve their condition. No one would have the audacity to deny this. If that's the case, then why wait? Free them. You preach abolition, yet you continue to line your pockets at their expense. The truth is, you refuse to upend the established colonial order because your entire fortune depends on it. It's easy to criticize from atop Mount Olympus, Maximilian. You know nothing of the realities of Saint-Domingue. What would happen to all these people if I freed them tomorrow? Without an education, without a livelihood, I would be condemning them to the most abject misery. No. I must act with both compassion and realism. Any reform, revolutionary or not, must be taken step by step, with moderation and prudence. This reform is not so difficult. I've begun it myself at La Belle Gabrielle, my plantation in Guyane. There you will not find slaves, but workers who earn a weekly wage. And my plantation is no less profitable. Ah, yes, profit. Because that's the most important thing. Don't you see, the law of nature gives every man the right to cultivate his own land. Monsieur, calm yourselves. I implore you. Now is no time to quarrel. What Monsieur Raymond has related to us is extremely worrying. We must find out more about this plot to create sleepless slaves as quickly as possible. Aegis, you are the only one who stands a chance of making it to the Hôtel de Massiac alive. So, wen hatte ich jetzt? Ihmchen. Alter, ganz schön viel Gequatsche hier. Monsieur de Mirabeau. Minister Necker claims that you were a familiar face at the Tuileries Palace. That old story. Will it hound me until I have drawn my last breath? This, madame, is nothing but an unfounded rumor that I am trying in vain to dispel. To what do I owe the displeasure of having to defend myself once again? I must get hold of some documents that are kept in an armored safe in the King's chambers. What luck could resist your talents? Minister Necker said it was indestructible. Oh, I see. Well, let me think. Who could help you? After all, a lock is nothing more than a simple mechanism. Nothing that can resist the expertise of our dear Monsieur Bailly. Why don't you ask him for help? I'll be sure to do so. Now, who else might be of use? Oh, there's Monsieur Lavoisier as well, our gunpowder commissioner. I'm sure he'll have no trouble finding you something you can use to blow the door off that stubborn safe. Good. I will go and find him. Now, if you'll forgive me, I have an urgent matter to attend to. You are forgiven for everything. In that case, it has been a pleasure, madam. Plupp weg. Eh bien. Do you come bearing news from Monsieur Marat? No, not yet. I have it on good authority that he is in the quarries in Montmartre. He's the only person who could show you a way to reach the Bastille. Don't forget. Hatte ich ja schon? Is your plan to arm the populace going as planned? No, fett ab. The situation is hopeless. Brumme, Dankeschön für 65. Wie geht's dir, mein Lieber? Und danke für den Support natürlich. Why is that? Most of the strategic points in the city are inaccessible. A strange illness strikes all who try. They are seized by an irrational fear, one so great that those who do not lose consciousness go mad or perish on the spot. This makes it impossible to do anything. Any attempt at an uprising is a fool's errand. The locations you mentioned share a common feature. A statue holding a lantern. That's right. From what little I could make out, they appear to be depictions of a Vestal Virgin watching over the sacred fire. Une lanterne des morts. What do you mean, monsieur? Lanterns of the dead. Ancient stone pillars that are found near some cemeteries. Our ancestors kept a fire going on top of them. Today, no one knows what they were used for. A symbol of light triumphing over darkness, perhaps? Others claim that human bones, mercury and lime, were burnt there. Some odious sorcery that was meant to entrap the tormented souls that wandered around the burial grounds. That makes sense and confirms my observations.
I'm now certain that the King's lanterns capture the anima essence of the dead who have been cast into purgatory, and that this essence is what allows the automats to stay in motion without needing a key to wind them. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Now that I think about it, madame, you obviously are not subject to the harmful effects of these lanterns. No, au contraire. When activated, these statues reveal an apparatus that allows me to repair myself. It follows that if you destroy these lanterns, the people will be free to fight again. Unfortunately, they are preternaturally strong. Nothing can so much as damage them. Come now, no metal is indestructible. If we knew what these lanterns were made of, perhaps I could find a way to destroy them. Take a look at this ledger, Monsieur Lavoisier. It contains a list of metals. I found it by the factories, near Vaucanson's workshop. Let's see. Steel, molybdenum, very good. Tiens, donc, tungsten and zirconium. This master blacksmith knows his trade. These metals can be used to make the strongest alloy imaginable, as long as you have a fortune to invest. For that, our clockwork tyrant knows no bounds. Well, Monsieur Lavoisier, is there any way to break this alloy? Break it? Certainly not. But a mineral acid could change its structure. Melt it, perhaps. I would recommend sulfuric acid, or vitriol, if you prefer to use its common name. Where can I obtain some vitriol? I had some, but my laboratory at l'Arsenal was ransacked. I can't tell you any more than that. You should ask my colleague, Monsieur Bailly. He uses similar substances in his research. ...17 Stunden gestern? Echt? Hatte der Tag gestern nicht 24? Waren die Uhrumstellung? Achso, hier ist eine Kiste. Ah ne, hier ist keine Kiste. Sah gerade aus wie eine Kiste. Monsieur Lavoisier. Madame, you're my guardian angel. I don't know anything about you, or what drives you, but I owe you my life, and can refuse you nothing. I would like to access the contents of a safe that is supposedly unbreakable. Dare I ask for your help, Monsieur Lavoisier? And how can I be of assistance to you, madame? I need gunpowder to break through the door. Gunpowder? But I don't have a speck of it, mon ami. Do you think I just walk around with explosives in my pockets? Oh. I apologize. It was Monsieur de Mirabeau's idea. Mirabeau? What is this ridiculousness? I suspect he knows full well whatever he's playing at. Where is the animal? So we can ask him what's truly going on. He has left. He had an urgent matter to attend to. Eh bien, I'm sorry, madame. If I could inspect the safe and determine what metal was used in its fabrication, I might be able to find a solution. But given the circumstances, I'm sadly not in a position to help you. I understand. Where can I obtain some vitriol? I had some, but my laboratory at l'Arsenal was ransacked. I can't tell you any more than that. You should ask my colleague, Monsieur Bailly. He uses similar substances in his research. Goodbye, Monsieur Lavoisier. Also, das ist Bailly, ne? Monsieur Bailly. Ah, mademoiselle. I am very pleased to find you here with us within the shelter of these walls. I found a document written in a script that I was unable to read. Let me see. Ah, je vois. These pages were written using some sort of shorthand. A variation on Taylor's system, no doubt. I'm wont to use it myself from time to time while jotting down my ideas as they come. What does it say? It's a bit difficult to decipher. Je crois. I believe it's an autopsy report. The author writes that the subject died from a large dose of prussic acid. What is prussic acid? My apologies, Aegis, but I'm no chemist. You should ask Monsieur Lavoisier. I'm looking for a way to force a lock that is supposed to be unbreakable. Monsieur de Mirabeau advised me to ask you for help. But I'm an astronomer, mon enfant, not a locksmith. I know my way around lenses, filters, racks, and tripods. But I've never given a moment's thought to how a lock works. God, Monsieur de Mirabeau was joking with you, that's all.
Où est-il, ce brave homme, so that we might ask him? He has left. A matter that could not wait. Excuse me? Do you mean he left the convent? That's madness. What was so important that he would put himself in such danger? Intriguing indeed. Monsieur Lavoisier. What can I do for you, Aegis? What is prussic acid? It's a volatile compound extracted from Prussian blue, which is a pigment derived from the cochineal, an insect. What does it do? Oh, it's a lethal poison, of the most dangerous sort. Though at weaker doses, it merely induces a deep soporific state, or a coma, if you will. A deadly poison. Aegis? Is everything all right? Goodbye, Monsieur Lavoisier. How was your search at the Vaucansons' home? I found this penknife there. I was struck with a vision as soon as I picked it up. I saw Mademoiselle de Vaucanson running from the Comte de Cagliostro. This letter refers to a hiding place where she often sought refuge. It's in the Jardin du Luxembourg. I know the place. One day, Eugène and I were walking in the Luxembourg gardens when suddenly Athénaïs jumped out from our hiding place like a wild animal. It was a startling, almost frightening sight. The spot is on the edge of the garden, hidden by vegetation between two statues. Goodbye, Monsieur B. Holla die Waldfee. Ja, viel Gequatsche. Wovon ich die Hälfte irgendwie nur verstehe. So, wo bin ich jetzt hier überhaupt? Okay, meine ganzen Sachen, die sind nicht aufgefüllt. Wo war denn die Kutsche? Die war da unten, ne? Ja, wirklich halber Film. So, dann sammle ich jetzt erstmal das noch ein, was mir fehlt. Das war hier, ne? Oder wo waren wir gerade? Ne, Quartier de Luxemburg, oder? Wo waren wir? Oder waren wir da? Oh, wie hießen die Nebenquests? In welchem Gebiet waren wir denn? Die Reiter finden, da waren wir. Kurz mal auf Klo, BRB. I have already passed by the Église Sainte-Marie. I can get back there quickly from here. Alright. Im Leveln.
So, wir sind da bei dem Balkon gegangen, sind hier runtergegangen. Dann gucken, ob ich jetzt den Weg hier noch eben reproduzieren kann. Wir sind dahin. Ich weiß nicht, ob ich hier hin bin. Ich glaube nicht. Sind dahin. Geradeaus weiter. Are you sure? Wenig. Und Admiral Jones, einen grüßen Abend. Ja, jetzt wird es schwierig, dass wir das nicht mehr mit den Mobs machen können. Ich laufe aber eigentlich komplett in die falsche Richtung. Ist richtig? Ja, wo geht's denn da weiter? Ah, hier rüber, ne? Ah ja. Toll. Ist mir einmal gerade gelungen. Ich hasse das Spiel. Ach komm, ey. Ja, waren nur 1000. Aber trotzdem, ey, das ist halt, genau das habe ich gerade nämlich halt befürchtet. Das ist halt einfach, ey. Und da ist wirklich keine Aegis irgendwo, hier kein Leuchtfeuer dazwischen? Was ist das denn? Der boomslangste Weg von Boomslänge her. Jetzt hier geradeaus durch? Ne, hier nicht, ne? Ich sollte da nicht abbiegen. Aber das sieht richtig aus. Das sieht so richtig und wichtig aus. Hier? Nee, hier ist falsch, oder? Bin ich hier richtig? Alter, das ist doch... Zurück durch die Wand. Welche Wand? Die Wand? Ja?
Ich bin schon wieder da, wo ich denke, dass richtig ist, aber da ist nicht richtig. Ah! Hilfe! Das Spiel ist belastend. Und was mich wundert, dass dieser Boss gerade kein Gadget gegeben hat, weil wir bei den anderen Bossen ja immer irgendwie so ein Gadget bekommen haben und eine Taste wäre noch frei. Alter, ey. Ja, lol. Hat ja jetzt nur 5 Stunden gedauert. Hat sich gelohnt. Wieso geht der Sarkophag denn jetzt nicht auf? Ja, wow. Ja, wow. Ja, enttäuschend. Das war's? Echt jetzt? Gibt halt einfach nichts mehr mit Rüstung. Mann, Mann, Mann. Not a single one escaped. Also jetzt, wieso ist eigentlich jetzt das Tor offen, by the way? Das heißt, ich hätte theoretisch doch den Weg einfach hier lang gehen können, was viel kürzer gewesen wäre, als diesen elendig langen Weg zu gehen. LOL. Oh Gott, 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 oh Gott. Oh, wir haben geantwortet. Jetzt ist die Frage, wo war das denn? Das müsste ja dann theoretisch auch da hinten sein irgendwo, oder? Aber wo? Komme ich da jetzt schon hin? Nö, wahrscheinlich nicht, ne?
Okay, das ist dann doch noch ein ganzes Stück weit weg. Wo der Instabile war. Wie kam ich denn da hin? War das schon der Weg hier oder war das der andere Weg? Interessant. Was hier? Okay, hier war es nicht. Ah ja, hier. Ja, keine Stamina. Dann guten Hunger, Admiral. It's driving me crazy. Ei. They ran towards the entrance to the catacombs. Mhm. Blockiert. Alter, das ist Skill Jumps. Kannst du mal das Inventar gucken? Also die kann ich erstmal wegmachen. Aber das war jetzt nicht zu schnell. Am Anfang immer Roppelkopter. Beinhaus? Was ist so ein Beinhaus? Was ist denn das Beinhaus? Hat das ja gesucht. What the fuck ist ein Beinhaus?
Hab ich noch nie gehört. Okay, zwei. Es Armenhäuser gibt, wow. Der war ja schon flach, der hätte von mir sein können. Victor, sei gegrüßt. Eine Bronzebarren. In the middle of the street. Ah, nee, Beinhaus. Nicht Haus, sondern Beinhaus. Wird sogar auch gehen. Stimmt. Aber ohne das Street. Weil Beinhaus kommt dann float nicht. Da lang. Übersehen. Hab ich das übersehen? Gibt's versteckte Wände, Chat? Oder wir kommen da noch hin. Ja, das müsste das jetzt gewesen sein, ne? Ja, die ganzen Secrets so von der Wertigkeit her lohnen sich irgendwie nicht so wirklich, sage ich halt, wie es ist. Das Problem hatte auch schon Dark Souls 2. Gibt halt irgendwie Secrets, also halt die Wegfindung dahin, aber wenn du halt gefunden hast, hat es sich im Endeffekt nicht gelohnt. Lehmgranate. Aua.
Alter, kein Stamina mehr. Aua, ich glaube Wilfried Wucht. Aua, Wilfried Wuchtig ist aber ungehalten. Ich glaube, ich habe Wilfried Fruchtig nicht getroffen. Und Schupfer, sei grüß, moin. Alter, wie weit hat die Tante sich denn verschleppen lassen? Return haben wir durchgespielt. Fand ich mega gut. Oh. Kutschenmarke. Ja, wieder die 2 Trötenautos. Nee, warte mal, ich komme später wieder. Kein Bock auf euch. Aber die kommen jetzt nicht nach. Was ist denn eine Kutschenmarke? Diese Brücke ist eine voreingestellte Funktion aus, mit der Aegis automatisch zu ihrem wichtigsten Transportmittel zurückkehren kann. Bei Aktivierung dämmert Aegis Bewusstsein vorübergehend weg und ihr Körper macht sich unter Meidung möglicher Konflikte auf dem direktesten Weg zur Kutsche. Sie kommt wieder zu sich, wenn sie am Zielort eintrifft. Also das ist quasi das Ding zurück zur Kutsche, ohne Seelen zu verlieren. Weil wegen hier ist nämlich die Seelen weg. Alter! Die Punkte sind hier manchmal aber auch ein bisschen frickelig. Ah! Boah, Captain Trötensuppenmann! Stehen hier wirklich oben und warten. So Madame Necker escaped. I must inform her husband immediately. Testen wir das doch einfach mal. So. Röms. Au! Boah, ich sterbe hier gleich noch. Ich sehe es kommen. Das Spiel soll bald für den PC rauskommen. Woher ist denn die Info? Das wäre mir nicht bekannt. Aber mir hat es mega Spaß gemacht. Also Returnal. Ist die Kutschermarke mehrfach benutzbar? Steht jetzt nicht drauf, dass die kaputt geht, oder? Oder doch? Militus? Verbrauch? Wird verbraucht. Na, das ist natürlich doof. Ne, dann will ich das nicht. Lande mal, wenn ich lost bin. Ich bin lost.
soll auf Steam erscheinen, sagt Google. Naja, Google per se sagt es nicht. Es sagt ja irgendeine Quelle. Da wäre die Quelle halt interessant, die das halt in die Welt gesetzt hat. Nee, aber wäre mir nicht bekannt. Dass das vielleicht irgendwann mal so kommt, ja, aber nichts Konkretes. So, Reisen. Das heißt, wir haben, was haben wir denn? Da oben haben wir jetzt überall Nebenquests und hier oben ist die Hauptstory. Okay, dann machen wir jetzt das erstmal. Heißt das wirklich Montmartre? Ich dachte mal, das hieß Montmartre. Oder spricht man das so aus? Okay, keine Ahnung. So. Ja, irgendwann vielleicht. Wobei mein Need nach den Nebenquests, wenn die nicht in dem Gebiet sind, wo die Hauptquest ist, halten sich gerade in Grenzen, sage ich ehrlich, Vinitus. Weil ich habe die Waffe auf Maximum. Klar, es könnte jetzt noch eine andere coole Waffe droppen. Aber du sagtest, die Waffe, die du spielst, habe ich bereits. Also von daher gehe ich mal davon aus, viel was an Waffen wird nicht noch kommen. Der Rest ist halt einfach nur quasi Seelen. Und ich möchte halt nicht Gebiete, die ich schon mal besucht habe, nochmal besuchen. Fühle ich, wie gesagt, nicht so unbedingt. Halt lieber was Neues angucken. Ohne Wissen und Spoiler würde ich ja sagen, wenn wir mal das Spiel durchhaben, können wir ja immer noch die Sidequest am Ende machen. Aber ich wurde ja quasi gespoilert, dass das nicht geht. Monsieur Marat is hiding somewhere in the depths of this quarry. I will have to use this mobile walkway. Den Hufsteg reparieren. Ach du Scheiße. Komme ich denn da hoch? Boah, ist das dunkel. Ach du Scheiße, ey. Okay, ging einfacher als gedacht. This mobile walkway leads to the depths of the quarry.
I will explore the area and try to find a way to make it work. Uiuiui. Ich hab mich gerade erschrocken. Ich dachte, das ist hier auch so ein Moped. Okay, da oben ist auf jeden Fall erstmal so eine Leuchtfeuertante. So. Da geht's hoch. Achso, das war der einzige Weg. Da ist ein Fahrstuhl. Geht der schon? Blockiert. Wie kriege ich denn das Item? Ist das kaputt? Seems a little bit bugged. Ja, und wie gesagt, nur diese Essenzen, das lohnt sich halt nicht wirklich. Irgendwie. Irgendwie habe ich gerade Schandstadt-Flashbacks. Mein erster Gedanke war, kann ich auf dieses Ding da drauf springen? Nee, kann ich nicht. Und nur noch große Kackmobs und solche komischen Mobs. Okay, die ist relativ neu. Ja, nun. Nein, ich will auf das Ding da. So. Und du?
Aha. Also doch unten. Das ist... Sowas ist doof. Weiß ich nicht. Unsichtbare Wände mag ich nicht. Die stinken. Das ist halt einfach irgendwie... Entschuldigung, lazy Level Design. Ach, der hat gleich 2 von diesen Dingern. Ach, come on, ey. Die schwebende Kerze, man kennt's. Ja, das ist halt irgendwie immer doof. Ja, wenn sie es halt schön designt hätten, wäre da halt eben noch Bretter vor gewesen oder so und nicht einfach nur eine unsichtbare Wand. Here we go. That should work. Oh, liegt noch Blut. Warte mal, ist jetzt das Ding hier aktiv? Wo war denn der andere Schalter, wo ich dachte, das ist Buggy? Hier, ne? Hattest du das auch, Vinitus? Oder ihr? Weil da hinten liegt irgendwie Loot. Also es sieht aus wie ein Collectible Zettel Item. Aber das kann ich nicht einsammeln. Das ist halt einfach durch die Gegend gebackt oder so. Na, Wacker, sei gegrüßt. Moin. Wie ist das Spiel so? Bis heute fand ich es eigentlich ziemlich nice. Heute war eher so gemischt. Halt sehr viel Backtracking, bereits besuchte Gebiete halt nochmal machen, wo man halt, sag ich mal, nochmal ein paar andere mit anderen Shortcuts arbeitet. Ja, das ist jetzt quasi das erste neue Level jetzt heute, was wir sehen. Im Großen und Ganzen ist okay.
Also das Gameplay macht mir Spaß, die Level sind teilweise ein bisschen belasto. Shortcut. Und hier fangen sie jetzt an zu übertreiben, dass es immer nur große Gegner sind. Eine erste Kutsche. Das nimmt sich, glaube ich, nicht viel, oder? Also, falls ich sterben sollte. Ich sterbe einfach nicht, okay? Warum sollte ich jetzt zur Kutsche rennen? Also den Weg habe ich auch jetzt geschafft, Vinitus. Vinitus hat kein Vertrauen. Was brauchen wir? 11, also fast 12. Wie viel hatte ich denn jetzt? Sollte reichen. Aber warum sollte ich denn jetzt zur Kutsche? 11,72, ey. Hä? Bin ich jetzt blind? Ich hab doch 11,72. Ach, 11,48. Ja, ich bin blind. Das reicht immer noch nicht. Oder? Ah, jetzt. Ja, sieht man ja auch unten, wenn es gelb ist. Also gut, seht ihr jetzt nicht, weil die Kamera davor ist, aber wenn es gelb ist, kann ich skillen. Also eigentlich relativ easy. So. Ein riesiges Areal hier. Bin ich wieder da, wo ich gerade war, ne? Langlebigkeitsmodul 3. Das könnte interessant sein. Jo. Also müssen wir jetzt das Entlüftungsmodul tauschen. Also hier kommt jetzt das Langlebigkeitsmodul 3 rein. Und hier das Entlüftungsmodul. Ich glaube, ich habe das Spiel jetzt kaputt gemacht, Chat. Ah, jetzt geht's wieder. Ich konnte gerade nichts machen.
So, und da wieder das Belüftungsmodul rein. Wobei ich mich frage, ob das wirklich so viel bringt. Dann machen wir hier das Belüftungssymbol Dings rein. Ich wusste gar nicht, dass man die stacken kann. Aber anscheinend kann man die stacken. Reden wir nicht drüber. Okay, pst, verraten wir keinem. Verraten wir nicht. Alter, hier gibt es aber viele Checkpoints. Also manchmal übertreiben sie es auch. This time, it's over for me. The printers was ransacked. I barely escaped from the guards sent to arrest me. Let's disappear. Wo war die Kiste, Jet? Er hat gerade die Luft gehoben. In truth, the timing is excellent. According to my informants, the king is planning a coup de force against the Third Estate. I think it's high time for all of us to go underground with you. Once we're hidden in the catacombs, we can prepare a counter-offensive in peace. Does the Duke approve of this withdrawal? Oh, that fool. He's indecisive as usual. Always busy dreaming about his cousin's crown. But I've prepared the terrain. He will let me do as I please as long as I serve his interests. Zwei Spitz. Holla die Waldfee. Und auch dieses System der Alchemiekapseln, muss ich sagen, ist irgendwie nicht für alle Klassen gleichmäßig gut durchdacht, um es mal so zu sagen, weil so viele Alchemiekapseln kann ich überhaupt nicht ausgeben mit meiner Skillung. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Leuten ist, die halt mehr auf Alchemie setzen. Maybe, dass es da der Fall ist, aber bei mir halt nicht. Keine Ahnung.
Achso, die Kamera habe ich noch aus. Ja, also wieder tatsächlich eher was wieder early nicht so geil funktioniert. Vielleicht dann erst später raus, ne, okay. Das ist nämlich immer, das ist aber auch ähnlich wie bei Souls, halt irgendwas mit Magie oder irgendwelchen Verzauberungen zu spielen. Das kannst du halt irgendwann machen, wenn du weißt, wie das Spiel funktioniert und wo alle Items sind, die du für einen gewissen Bild brauchst. Ihn aber out of the box zu spielen und zu hoffen, dass du dann die Items findest, ist halt schwierig. Deswegen setze ich halt tatsächlich in den ersten Runs halt immer eher auf das klassische Quality-mäßig, ja, auf der Quality-Dingens, weil irgendwie eine Waffe, die knüppelt, findest du immer. Ist zwar dann vielleicht nicht optimal, macht aber die Gegner tot. Ja, ich finde das immer noch stark. Also nicht nur early. Ich würde ja so sagen, wir sind ja schon mid bis late, oder? Wobei ich habe keine Ahnung, wie lange das Spiel ist. Aber würde ich jetzt einfach mal so tippen. Also vom Gefühl her, wenn ich mir was wünschen kann, dürfte es nicht mehr so lange gehen. Weil ich habe das Gefühl, ich habe quasi jetzt alles im Spiel gesehen. Also im Endeffekt, die Waffe ist auf Maximum, die kann ich nicht mehr weiter verbessern. Gegner ist auch nicht so viel Varianz, als dass ich jetzt sagen würde, das hält jetzt noch für 3, 4, 5 weitere Level. Also wäre nach dem Gebiet vielleicht noch ein Gebiet, Endbossende. Das wäre dann vielleicht die perfekte Menge. Also für mich jetzt halt. Also ja, wenn sie halt jetzt noch ewig strecken, kriege ich irgendwann Neo-Flashbacks. Also so nach dem Motto, es hört halt einfach nicht auf. Was hast du denn Stärke und Gewandtheit drin? Also wie viele Punkte? Ach du Scheiße, ey. Au. Nö, ist alles cool hier. Alter, ich fühle mich durch die Gegend gebollert. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Achso, da ist noch einer.
Wofür ist das gedacht? Lol. Die Damage erhöhen? Flat Damage oder Damage bei wenig Leben? Weil ich habe bis jetzt irgendwie nur welche gefunden, die bei wenig Leben erhöhen. Weil sonst würde ich auch Damage spielen. Aber bis jetzt habe ich leider noch nichts gefunden. Flat, okay. Kommen die noch oder habe ich die bis jetzt einfach noch nicht gesehen? Habe ich verpasst, okay. Das ist traurig. Muss ich halt so töten. Ohne Schaden. Ach du Scheiße, ich kriege ja wirklich hier Schandschalt-Flashbacks. Ja, ich habe keine Ahnung, was jetzt der richtige Weg ist. Lol. No, Pad up. Okay. Nee. Dusko, sei gegrüßt und Dankeschön für 6 Monate. Schönen guten Abend, ich bin gerade etwas verwirrt, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Aber ich glaube, hier unten war ich gerade. Das ist eher ein Shortcut, wo ich aber noch nicht verstehe, wo der mich hinführt. Aber da liegen ja schon tote Gegner. Aber von daher, da war ich schon. Aber ich weiß jetzt nicht sofort, wo der Shortcut ist. Aber naja, irgendwas ist ja auch immer. Oh. Ah, Gott, ey. Ja, vielleicht. Ich habe nur noch die Overtime-Fiolen. Warte mal. Können wir mal vielleicht hier ganz kurz ins Inventar irgend so eine Granate mal reinpacken oder so. Weiß nicht, ob die was bringen. Ich mache mal ganz kurz erstmal Pipi. Deine Werte waren oben, ne? Das habe ich nicht gesehen. 36, Kraft 8, Gewandtheit. Also 18, ja, auch nicht viel höher. Aber macht bei dir dann wahrscheinlich halt 40er Dingsbums. Warte aus.
Oh, alter Finne, ey. Oh. Hm. Oh, scheiße, Kohlensäure, ey. Ich hasse Kohlensäure. Die Lähmung ist super. Kann ja nochmal mit reinmachen. Aber hier auch irgendwo 1000 Lähmgranaten. Wo war die denn? Kann ich ja mit dauerhaft dann kritten? Mal eine interessante Frage. Wo waren die denn? Ja, ich habe ja noch beherrscht. Das war ja noch nichts, noch gar nichts. Sivanox, da grüßt. Moin. Es ist immer super weird, wenn er halt nie Kohlensäure trinkt oder super selten. Und dann plötzlich irgendwas mit Kohlensäure, weil meine anderen Getränke sind gerade alle. Ich muss mir die jetzt wieder anmischen. Oh, ist mein Hals dann überhaupt nicht mehr gewöhnt. Holy moly, ey. Entschuldigung. Ja, Boss-Time, beziehungsweise Mini-Boss-Time. Monsieur Marat's men waged a terrible fight here. Some of these poor men were trampled to death. Na, ich sehe ihn schon, den Otto. Alter, Lähmung ist ja wirklich insane. Alter, ist ja gar nicht übertrieben. Falsche Viole. Das ist ja... Alter Schwede, mit einem Stun-Bild ist es ja total OP. Du brauchst ja gar nichts mehr machen, also einfach quasi nur Bums und Peng und Buff und Tod. Ja, GG. Dankeschön für GG, aber für mich selber. Das ist ja... Cheaten. Ah, mit dem was? Säbel? Stufe 50, aktuell 140 Wüstenschaden machen wir mit Flamme und Flocke, mache ich 152. Okay. Und Shadow sei auch gegrüßt, moin. Ja, okay. Also das ist halt... Also ich glaube, wer es halt wirklich easy haben will... Also die Granaten sind halt echt bärenstark. Ich meine, ich habe die jetzt heute das erste Mal genutzt. Ja, davon ab war das Spiel auch schon für mich jetzt persönlich nicht so mega schwer. Aber gerade mit den Granaten wird es ja halt extrem easy. Also das Schwerste für mich, Real Talk, ist die Wegfindung. War hier keine Statue? Normalerweise sind ja immer bei diesen Mini-Bösken dann irgendwie Statues. Das war voll der grammatikalisch korrekte Satz, oder Chat? Uff, ey. Manchmal rede ich auch belastend. Ja, ich komme aus Gelsenkirchen, da redet man so. Ah, ich höre aber eine Statue. Ah, da. Ah, das Ding ist kaputt. Will wahrscheinlich später funktionieren. Ja, Hauptsache du hast Spaß dabei, Shallow. Ja, Lurk ist ja total okay. Hauptsache du fühlst dich ein bisschen entertained. They barricaded themselves in to escape the enemy. The only way through is the hard way. So, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir auch ein Modul jetzt nochmal wieder auf 3 machen können.
Jo, können wir. Das heißt, das kriegen wir jetzt auch hin. Röms. Was bringt denn mehr? Nochmal eine Betäubung. Physischer Schaden bleibt bei beiden gleich. Ja, dann machen wir Gewandtheit. So, als nächstes ist dann 10 Kraft. Und dann gucken wir mal, wohin die Reise geht. Also du hast 40 Flat mehr. Ich würde jetzt machen mit 40 Flat mehr 163 bei Säbel und Fauchon. Also würde ich mehr machen als du. Mit meiner Skillung. Wenn ich dieses Modul hätte. Magst du mal googeln, wo es das gibt? Weil das würde ich dann vielleicht doch mitnehmen. Weil einfach nochmal 40 mehr Damage ist halt 40 mehr Damage, ne? Weil Platz hätte ich auf jeden Fall jetzt noch für einen. Dann würde ich nämlich das Langlebigkeitsmodul 2 rausnehmen. Und dafür halt mehr Damage. Im Zweifel irgendwie auf Englisch übersetzen. Aber ich weiß halt nicht, ob es dafür halt schon Wikis gibt. Wobei, wo ich suchen würde als Tipp, YouTube. Auf YouTube. Viele Creator machen halt dann irgendwie ein kurzes Video, wo sie halt ein cooles Item gefunden haben. Also tatsächlich, glaube ich, wäre YouTube die erste Quelle, wo ich suchen würde. Also da oben geht's auch lang. Ach, da ist er. Okay, ich hole mir erstmal den Rest hier. Verschlossen. Schmugglerhut. Ey, das kann doch nicht sein, dass die wirklich überall keine Rüstung mehr drauf machen. Beutemultiplikator. Okay. Blutige Dollmannjacke. Look at them, parading around like peacocks. These scoundrels, rotten to their very core. See how they proudly display their vices and shameful privileges, tirelessly working to drag morality through the mud, trampling love itself. The Queen is said to have read your liaison before her husband banned it. It's hilarious, isn't it? I'm not surprised. No matter how hard I work to denounce their immoral practices, the aristocrats saw my novel as nothing more than a light-hearted bit of fluff. How naive I was to imagine that my pen could slice away the gangrene of their debauchery. Well, fortunately, you have more than one string to your bow, mon capitaine. Und die andere Frage ist, welches ist denn die andere Waffe, die so von vielen gespielt wird? Also ich meine, oder kommt die jetzt noch? Und ich habe die noch nicht. Also ich bin mit meiner Waffe zufrieden. Also ich glaube, ich werde mit der wahrscheinlich auch bis zum Ende weiterspielen. Also hier fehlt mir irgendwo ein Key. Hier ist nix.
Monsieur Marat. Huh? Hey? Who goes there? Le diable, je m'attendais. So this is the famous Huntress Diana I've heard so much about. Truly, 'tis an honor, madame. Now let me have a look at you. Oh, oui. You're just as they described. An angel of death, descended from the heavens to vanquish the clockwork tyrant. Who depicted me this way, monsieur? Mes compagnons, madame. Chief among them is Monsieur Chaudelot de Leclos. They have observed you dispensing justice all over the city. A most expeditious justice at that, as befits the crimes committed by our good king. What a strange machine you are. Gifted with intelligence, clearly, but also with speech and the freedom to do as you please. Cependant, you are still an automat. Who is your master? Gute Frage. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt wirklich eine entscheidende Antwort ist. I serve only myself, and you, Monsieur Marat. Who is your master? I serve not a master, but a cause. That of the Duc d'Orléans. His cousin the king has no place on that throne, and nor does his wretched dynasty. The Bourbons, along with their wars, their crimes, and their vices, are finished. It's high time their scepter be passed to an enlightened, just monarch. One who is sympathetic to the people's sufferings. But now that I think about it, madame, look at us. We've been standing around chatting like old friends for several minutes, and I still don't know to what I owe the pleasure of your visit. I must go to the Bastille, where Monsieur de Vaucanson is imprisoned. Oui. Such a sad fate for a king's lackey. And what do you want with your creator? This man whose blood-stained hands built the army that's currently setting Paris ablaze. What Vaucanson has done, only Vaucanson can undo. Fair enough. Alas, while I come and go as I please through these tunnels, it is impossible to enter the fortress. Impossible, dites-vous? A sanguinary automat is spreading death and terror in the depths of this quarry. At the cost of their lives, my comrades were able to sabotage the floor of the cave to limit its movements. Nevertheless, it stands between you and the tunnel that leads to the Quartier du Temple. And that's the only way to reach the Bastille. And yet that's exactly what I intend to do, Monsieur Marat. À votre guise. I shall not attempt to dissuade you. There is one small thing, though. I had to disable the mobile walkways to protect myself from the automats. But since you managed to come here, I assume you already know a lot about these devices. Indeed. Here. This will allow you to reach the lower tunnels. Mm-hmm. Have you fixed the walkway? I am working on it, Monsieur Marat. That's the only way to reach the lower tunnels. The mechanism is on this level, near the walkway. Who laid on this blood-stained mattress? Oh, it's a strange story. I suppose you heard about what happened in Place Dauphine? Indeed. I went there. Well, we took in one of the survivors of the massacre. The only survivor, it seems. Despite his serious injuries, he was particularly talkative. What did he tell you? He kept saying that Lafayette was a traitor in the king's pay. That the flaxen-haired hero had deliberately handed his brand new National Guard over to the automats. What evidence did your guest have? Nothing substantial, unfortunately. It was based on a simple rumor that was circulating in the camp shortly before the Royal Army attacked. It would appear that several volunteers carried a yellow cartridge in their cartridge pouches. Most likely a subtle way for the conspirators to recognize each other. The subsequent disaster would tend to confirm this hypothesis. Vous ne croyez pas? These are suspicions. Nothing more. Right you are. Oh, if only I had proof of this conspiracy. Then I'd be able to scutter the ambitions of that cur Lafayette for good. The would-be dictator's plans would be foiled. I must get to the bottom of this urgently.
Very well. I encourage you to do so. But remember that the Marquis could not have acted alone. If you can't find anything implicating him, look into the members of his staff. Start in Place Dauphine, where those brigands sullied the ground with their boots. Monsieur Marat, did you take part in an operation that aimed to kidnap the Dauphin and his sister Charlotte? Me take part in an operation? Nonsense. My only weapon is my pen, and I have sharpened it, believe you me. That said, we did receive some information concerning the children. Unfortunately, I'm sworn to secrecy. If such an operation did indeed take place, Monsieur de Leclos would have been the one behind it. Alas, I fear that he is no longer of this world. There is little doubt that he and his men fell in the galleries. Dites-moi, Monsieur Marat, what exactly are you doing hiding in a quarry? I've made a lot of enemies. In my publications, I have always denounced the corrupt, and those who corrupt them. These vampires who cheat the weak and bleed the nation dry. Chief among them, that crook Lafayette, that Trenz Sabre, a career soldier who thinks he's Caesar, not content to maintain an army of rats. This Blondin has all the Châtelet's judges in his pocket. It seems my prose upset him, as he swore to hunt me down. If I hadn't fled, I'd have been done for, there's no doubt about that. Who are your compagnons? Patriots who come and go in the quarries throughout the city, under the command of Monsieur Leclos. Alas, there are few left. And I wager that it won't be long before the machines that have taken over our hiding place find me. My hours are numbered. Mais vous-même, have you found any companions for yourself? Members and supporters of the Third Estate have gathered at the Cordelier Convent. Would you be so kind as to name them? In addition to Monsieur de Robespierre, the Comte de Mirabeau is there. Le Flambeau de Provence. An artful chameleon who skillfully dons every color of the rainbow. The Marquis de Lafayette, Monseigneur de... Say no more. They're just the privileged class celebrating the marriage of cowardice and treason. With adversaries like them, the king is sure to triumph. Who is Monsieur de Leclos? A brilliant writer whose pen has shaken the old world, but is also an experienced military engineer who has sworn his sword to our common cause, to his great misfortune, it would appear. There is little doubt that he died leading his men through the tunnels. So, warte mal, ich konnte doch... Oder war es bei Einstellungen? Genau, das Leben Haus. Habe jetzt die ganze Zeit diesen selben Hut hier gesehen. Jetzt habe ich genug von dem gesehen. Will mal meine Frisur sehen. So. Und schon was gefunden, Benitus? Thanks to what I learned from Monsieur Marat, I will use the mobile walkway to reach the lower levels. Voila. That should have fixed the walkway. Also noch nichts, okay. Achso, jetzt muss ich den erst rufen, ne? Achso, von oben. Lol. Nein! Ich habe nicht gedrückt, welchen Knopf ich drücke. Da stand nämlich nach oben oder nach unten. Ja, hier wollte ich nämlich nicht hin.
X. So, klang hier auf jeden Fall schon mal nach Boss-Time. Habe ich hier nicht angefangen? Bin ich sicher. Nee, stand ja eigentlich... ja, doch, ich muss da lang. Okay, never mind. Nur eine Liste. Boah, gar kein Bock. Erinnert mich mal dran, dass ich gleich die Items durchgucke. Aber jetzt aber keinen Bock hier gegen jedes Mal diese komischen Ottos zu kämpfen. Kampf nicht möglich. Vielleicht krieg ich es auch jetzt hin. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht, weil ich in Combat bin. Grummel. Aber die Mobs kommen nicht nach, weil sie hier verbuggt sind. Ne, das ist ja natürlich ganz großes Damen-Tennis. Wegen dem Heiltrank habe ich jetzt das Ding vercheckt. So, wo war das denn jetzt? Da vorne? Ne, hier, ne? The Duc d'Orléans' faithful retainer, who was to prepare the way for his takeover, and now he has become one of the king's most bloodthirsty automats. How ironic.
So. Komm gut ins Bett, Lu. Bis morgen. Morgen ist schon wieder Donnerstag, ne? Krass, ey. Irgendwie vergeht die Zeit gerade sehr schnell. Boss Time. Maybe? Diese Hopseviecher, ey. Dezent nervige Nervbacken. Ja, naja. Boss Time. Okay. Das sieht interessant aus. Boss Time in Dark Souls, liebe Freunde. Au, hi. Okay, bei dem brauche ich viel, der ist immun. Also quasi feuerimmun. Ist okay. Chill. Alter! Jetzt gibt er aber Gas, du. Titan zerstört. Der Springer von Montmartre. Look, Chloe, you're alive. Platoon. Ready. Fire! Fire at will! Oh, Senor. We can't stop them. They're upon us. Fixed bayonets. Fixed bayonets! The fighting has stopped. It's over. Voyez? The Huntress Diana appeared to us. She's the one who saved you. But the troops... Where are the troops?
You are the only survivor, Leclerc. No. No. We were so close. But those machines... An entire battalion would have been unable to defeat them. We were forced to retreat. Chased into these tunnels by the automats. It was madness to attempt an attack on the Bastille. Na gut, dann ist nur die Frage, wo, Vinitus? I'm a military man. It was a bold maneuver, but it was a calculated risk. After all, that old fortress is a pile of stones with no buffers, curtain walls, or bastions. As for its garrison, our agents were certain. Only a handful of veterans should have been there. A single charge should have sufficed to disperse them. But the king made other arrangements. He increased the fortress's defenses and placed a swarm of automats at the service of a terrible machine. It was madness to attempt... Das hatte ich, ne? After all, that old... As for its garrison, a single charge the king made he increased... Why did you launch this attack? 3 of our companions were Guck ich gleich, captive in the Vinitus. fortress. Dankeschön. Our best agents. Agents? Spies, if you prefer. We, the supporters of the Duc d'Orléans, have always worked in the shadows, within the Queen's entourage, in the tribunes of the Estates General, among the patriots in the clubs, amidst the rank and file in the army. We have had some success, you have to admit. What machinations have you discovered? Enough to make Monsieur Marat's ink flow and bring down our rivals. Necker's speculations, Lafayette's dishonorable behavior, Mirabeau's corruption, and many darker secrets. Such as Lafayette's plot to rescue the Dauphin and his sister Charlotte. How on earth do you know that? She seems as well informed as we are. Jupp. Und danke für Gigi. Okay. Cool. Once again, the king has won. That won't always be the case. But right now I have something urgent I must do. Tell me about this machine that guards the Bastille. We were prepared to face an enemy, not an executioner. That thing, half butcher's block, half stocks, was designed to make heads roll. Who captured you, monsieur? There was some confusion in the fray, but Cagliostro was in charge. He was the one who ordered me to be shut up in that coffin. Then I was thrown into that awful place where I lost consciousness. After that, everything is a series of blurred visions, with a voice that ordered me to kill, again and again. I intend to enter the Bastille and free Monsieur de Vaucanson. For what possible reason, mon Dieu? She claims that he's the only one who can stop the machines. Indeed, it's possible. In that case, if you're ready to face the abomination that blocked my path and slaughtered my lieutenants, then don't waste a second. Let's not stay here much longer, Marat. Let's head back to our burrow. There's still some wine left, n'est-ce pas? More than enough, Leclerc. More than enough. Wonderful. We'll drink to our broken dreams until this finally comes to an end. Da ist der Boss. Kontermodul, Mod-Schlüssel. Ja gut, Kontern, nee, brauche ich nicht. Ja, Bosskampf war cool. Aber wie jetzt alles halt nicht so mega kompliziert.
Den Steinbruch verlassen. Ne, der Sarkophag war offen. Also das hat jetzt quasi die Cutscene gemacht. Ja, manchmal... Ja, keine Ahnung, dafür hatte ich gerade keinen Ton. Here you are at last. This is where the path to the Bastille begins. And to think, I would have never thought you'd make it this far. Cependant, I would advise you not to rush. The fighting in these tunnels has weakened the structure. If you go in there, I'm afraid you won't be able to turn back. Therefore, I have just one bit of advice to give you. Before going any further, make sure you're not leaving behind any unfinished business. Any commitments that you've not fully met. I shall return to my hiding place. Also ist das jetzt quasi der Hinweis Point of No Return, wenn ich jetzt weitergehe, ist quasi le Finale von the Game. Also zumindest würde ich das jetzt mal so interpretieren. Ja, gucken wir mal in die Boutique. Ne, da ist es nicht. Ah, da. Zerstörungsmodul. Dieses Modul physischer Schaden. Module stellen komplexe Verbindungen, elementarische Messmodule, sie wurden für... Okay. Jo, tatsächlich. Krass. Dann machen wir das mal rein. So. Aber da habe ich jetzt mal ein bisschen weniger Leben, aber egal. Das ist wert. Dankeschön, Vinitus. Dankeschön. So, wir haben jetzt nicht genug, aber das kann ich machen. Wir brauchen 14,2, sage ich einfach mal. 14,2. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie viel ich habe. Reicht. So, und damit sind wir jetzt bei 168 Schaden tatsächlich. Jo, nice. Oh, da der physische Schaden mit einem Punkt mehr Gewandtheit nimmt aber deutlich... Hä? Wieso nimmt der denn so viel zu? Okay, jetzt verstehe ich das Menü nicht. Nee, worauf ich hinaus will, da steht +2. Aber 166 plus 2 sind nicht 173. Weil bei Kraft steht auch +2, sind aber 168. Also da stimmt es. Base ist halt 166. +2 sind 168. Ja, verstehe ich, gehe ich mit. Aber +2 sind nicht 173. Also das ist,
So funktioniert meine Mathe nicht. Also theoretisch ist es jetzt für mich besser, diesen Punkt zu nehmen, weil er mehr Schaden bringt. Wenn es so stimmt. Ja, aber siehst du, es war buggy. Es war einfach buggy. Weil jetzt zeigt er mir nämlich an, dass ich jetzt 100... Ne, doch. Nee. Ich habe jetzt 108... Nee, also es war falsch. Also keine Ahnung, das Menü war jetzt echt buggy. Aber das heißt, ich hätte auch den Punkt in Kraft setzen können. Ist das nächste Gebiet das letzte Level, Vinitus? Weil das klingt halt so Point of No Return. Also, kommt man danach nochmal zurück oder ist dann... gut, du bist auch nicht viel weiter, ne? Du weißt es auch nicht. Weiß halt einer von denen, die durch sind? Das hier ist noch kein Point of No Return. Ja gut, aber hat er ja gerade mehr eher oder so gesagt, aber gut, okay. Also ich komme noch aus diesem Level ganz normal raus. Also ab, wenn ich da jetzt weitergehe, ist quasi der Point of No Return. Ja, okay. Kann ich noch, warte mal. Optionen. Ne, Quatsch, falsch. Wie viel geben die denn? Das wären 10.000. 12.000. 12.000. So, dann haben wir auf jeden Fall erstmal schon mal hier die 11 fix gemacht. Und ich weiß nicht, wie viel Kohle ich jetzt noch habe. Das sehe ich da oben in dem Menü. Dann kaufe ich mir hier auf jeden Fall nochmal Fuelsken. So. Aber das können wir dann beim nächsten Mal machen. Keine Ahnung, ob wir dann beim nächsten Mal schon durchkommen. Ich weiß halt nicht, wie lange das letzte Gebiet ist und ob ich noch oder Bock bekomme, die Nebenmissionen zu machen. Im Moment hält sich, wie gesagt, mein Bock, die Nebenmission zu machen, tatsächlich ein bisschen in Grenzen. Sage ich halt, wie es ist. Aber dann haben wir zumindest noch quasi den letzten Stream wahrscheinlich. Aber dann würde ich für heute sagen, machen wir hier Schluss. Verbeugen kann ich mich nicht. Deswegen einfach mal YouTube-Zeichen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.